Herr Töpperwein, ich bedanke mich, dass ich heute mit Ihnen das Interview führen darf. Und ich bedanke mich für die Begegnung. Und Sie wissen gar nicht, was das für eine Ehre ist, denn ich gebe ja schon lange keine Interviews mehr. Also ist das vielleicht mein allerletztes Interview, was ich vielleicht überhaupt gebe. Was ist die Seele? Da muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt nur eine einzige Wirklichkeit. Alles andere ist nur Film, Realität, Erscheinung, wie und die Weisheit der Sprache schon sagt. Und diese eine Wirklichkeit, der Ursprung, die Quelle, die Religion nennt sie Gott, ich nenne es das eine Sein. Und dieses eine Sein ist eine Seele und ist Bewusstsein, also Dreieinheit. Und diese Seele, die kann sich in beliebig viele Teile teilen. Das heißt also, wir alle sind ein Stückchen Gott. Das ist unsere Wirklichkeit. Wir sind also ein Teil des Ursprungs, der Quelle des einen Seins, der Weltenseele, aber auch des Weltenbewusstseins. Und das ist für mich immer so zauberhaft. Der Verstand sagt dann natürlich, ja was denn nun? Ein Teil ist ja getrennt. Nein, das ist wie die Welle auf dem Ozean. Die Welle ist vom Ozean nicht zu trennen, da wäre sie ja keine Welle mehr. Das heißt, die Welle ist die ganze Zeit Ozean, aber trotzdem ist sie individuell anders als andere Wellen. Also sie ist beides gleichzeitig, ein Teil und das Sein. Sie ist nicht der ganze Ozean, aber sie ist Ozean. Und so sind wir Gott. Alles ist göttlich und wir sind göttlich, das ist schön. Ja, wir sind ja eben nicht nur göttlich, wir sind das. Alles. Meister Eckhart im 13. Jahrhundert hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, wenn ich nicht wäre, wäre Gott nicht Gott. Er wäre nicht vollständig. Ich würde ja fehlen. Ja? Und in diesem Bewusstsein, für den Verstand ist das anmaßend, aber in diesem Bewusstsein sollten wir leben. Wir sind tatsächlich ein ungetrennter Teil des Ursprungs, der Quelle, des einen Seins. Wie können wir uns daran erinnern? Ich frage mal anders, wie können wir das vergessen? Ja, aber das Vergessen ist Absicht. Wir kommen hierher wir sind vollkommenes, ewiges Sein. Also vollkommen und ewig. Das sind wir, das brauchen wir nicht werden, können wir nicht werden, das sind wir. Aber wir sind zu Hause in der Vollkommenheit. Kann man Vollkommenheit nicht erfahren. Weil wenn alles vollkommen ist, es gibt kein Anders, dann stellt sich die Frage, was ist Vollkommenheit? Ich bin vollkommen, ich weiß das, aber was ist das genau? Wie fühlt sich das an? Und dazu brauchen wir den Spiegel der Unvollkommenheit. Also wir brauchen eine duale Welt hier. Deswegen sind wir hergekommen. Und damit wir uns überhaupt auf die Unvollkommenheit hier einlassen und nicht auf dem Absatz kehrt machen, haben wir unsere Vollkommenheit vollkommen vergessen. Und erinnern uns jetzt hier wieder Schritt für Schritt und nehmen die wieder in Besitz. Und auf diesem Weg sind wir und deswegen sind wir in unterschiedlichen Graden des Erwachens. Wir alle haben also im vollkommenen angefangen, aber die meisten verschlafen das ganze Leben. Die werden überhaupt nie wach, die träumen nur vom Leben. Und das ist wichtig. Genauso wie wir eben uns im Mutterleib erst einmal auf das Leben vorbereiten müssen. Wir können nicht gleich nach der Zeugung anfangen zu leben. So müssen wir uns, wenn unser Körper geboren ist, nicht wir werden nicht geboren, wenn unser Körper geboren ist, dann müssen wir dem erst einmal helfen, sich auf das Leben vorzubereiten. Und deswegen müssen wir eigentlich 3 wichtige Fragen stellen, die sich kaum einer stellt. Wer bin ich? Warum bin ich hier? Und was soll das Ganze? Ja, so. Und
dann erst schaue ich in die richtige Richtung und schaue auf meine Lebensabsicht. Denn ich bin ja mit einer bestimmten Absicht hergekommen. Und dann kann ich anfangen, diese Absicht zu verwirklichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich diese Fragen stellt. Und deswegen sehen wir das als unsere Aufgabe an. Wir wollen niemanden wecken, der weiter schlafen möchte. Aber wenn jemand aufwachen möchte und mit einem Auge schon blinzelt, aber noch orientierungslos ist, dann sind wir Geburtshelfer und helfen ihm also, sich zu orientieren und sich in Besitz zu nehmen. Und das ist unsere geistige Geburt und das ist der Beginn des wahren Lebens. Das ist so schön. Ich habe mich das ziemlich früh gefragt, also für einen Jugendlichen, ich glaube, ich war 7 Jahre alt, wo ich mich gefragt habe, warum bin ich hier? Toll. Und ich habe auch immer so den Eindruck gehabt, wenn ich am Meer war, also ich war an der Nordsee, wir waren viel als Kinder an der Nordsee, dass ich da schon mal war. Ist das ein Erinnern? Ozean, genau, ja? Das eine Sein. Das eine Sein. Also ein Erinnern wieder an die Wirklichkeit. An die Wirklichkeit. Wirklichkeit und Realität, ist das ein Unterschied? Ein ganz großer. Machen wir uns bewusst, wir leben in 3 Ebenen gleichzeitig. Das heißt, jede Nacht gehen Sie in die Traumebene. Mhm. Und die hat eigene Gesetzmäßigkeiten, aber Sie können nichts aus der Traumebene mit in die Ebene der Realität nehmen. Mhm. Das heißt, jeden Morgen, egal ob Sie einen Albtraum oder einen schönen Traum hatten, wenn Sie aufwachen, ist diese Erlebnisebene zu Ende und Sie sind angekommen in Ihrer Realität. Und kaum jemand weiß, dass wir die Realität bestimmen. Wir sind Schöpfer. Wir können gar nicht aufhören zu schöpfen. Also auch die unter ungünstigen Umständen leben, die schaffen sich das selbst, aber sie wissen es nicht. Und deswegen sollten wir dann erst einmal in der Realität angekommen sein und sagen, okay, das ist die zweite Erlebnisebene, die Realität. Aber die dritte Ebene ist die Ebene der Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit heißt so, weil sie wirkt. Sie bewirkt Realität. Realität ist nur eine Wirkung. Die Ursache ist die Wirklichkeit. Ja, und deswegen versuchen Menschen, Realität zu ändern. Das geht nicht. Das ist so albern, als wenn wir im Kino versuchen, vorne an der Leinwand den Film zu ändern. Ja. Da kann man nichts ändern. Da läuft aber der Film. Deswegen scheinbar geschieht es dort, aber entscheidend ist, welcher Film ist im Projektor. Und das ist die Wirklichkeit. Und das ist unser Bewusstsein. Das ist das, was wir wirklich sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so schnell wie möglich zu Bewusstsein kommen, uns erinnern, wer wir wirklich sind, damit es endlich beginnen kann, das faszinierende Abenteuer unseres wahren Lebens. Wie denken Sie darüber, wenn ein Körper jetzt stirbt und ich lebe mein Leben weiter und ich vermisse diese Person, die gestorben ist? Ist das für Sie eine Wahrnehmung oder wie kann man da Kontakt auch aufnehmen, wenn dieser Körper nicht mehr da ist? Wie kann man da sich helfen, das zu bewältigen? Also erstens einmal, Sie können den anderen nicht vermissen. Das kann nur Ihr Ego. Das ist das Ego. Ja, und der Verstand, der sagt, mein Gott, das war so schön mit dem, wir könnten noch so viel erleben. Ja. Jetzt ist er, wie kann er mir das antun? Das ist so eine Arroganz des Egos, das alles auf sich bezieht. Wie kann der mir das antun? Der ist ja nicht wegen mir gestorben, sondern weil seine Erfahrung hier beendet war. Also aus 2 Gründen. Entweder er hat seine Lebensabsicht erfüllt. Das ist wie wenn einer Abi gemacht hat. Da kann ich auch nicht sagen, du, wir haben so eine nette Freundschaft, bleib doch noch auf dem Gymnasium. Ja. Ja, das geht nicht. Nach dem Abi geht der ab. Ja? Und jetzt kommt das Ego sagt, das ist so leer ohne den anderen. Und das Bewusstsein sagt, ich bin so dankbar für die Zeit, die wir miteinander hatten, ja, dass wir so ein wunderbares Stück Weg miteinander gegangen sind und gemeinsame Erfahrungen gemacht haben. Und da ich ja weiß,
Sterben ist ja Teil der Illusion. Das geht ja nicht. Ja, nur, das ist ja nur das in der Schuluniform. Das ist wie, wenn ich ins Gymnasium komme, kriege ich eine Schuluniform, mein Erdenkleid, den Körper. Und wenn die Schule beendet ist, zu Hause habe ich keine Verwendung für die Schuluniform. Dann ziehe ich die aus und dann kann man sagen, ja, die kann jetzt nichts mehr machen. Die hängt dann über dem Stuhl und ist tot. Ja, die hat nie gelebt. Der Körper hat nie gelebt, sondern Sie, Bewusstsein, sind der Träger des Lebens. Also die Seele, der göttliche Teil, der geht rein, bringt das Leben mit. Und solange Sie die Schuluniform tragen, bewegt die sich und lebt. Und wenn Sie rausgehen, kann die nichts mehr tun. Dann merken Sie, die stirbt also auch gar nicht, sondern Sie gehen nur raus. Und das ist wie Ihr Auto. Das meint auch, es erfährt ja das Leben. Aber ohne Sie als Fahrer kann das Auto auch nichts machen. Dann ist es ein Haufen Blech, der da steht. Ja. Und genauso ist es hier auch. Und deswegen sollten wir entscheiden, sehe ich das, lebe ich als Mensch? Dann bin ich in der Illusion, ich bin das, was ich im Spiegel sehe. Wir würden sagen, wenn jemand meint, er wäre seine Jacke, dann sollte er sich behandeln lassen. Ja, das ist krankhaft und tatsächlich ist das ich nenne es eine Kinderkrankheit. Ja, deswegen sollten wir uns so bald wie möglich erinnern, das ist mein Erdenkleid und das sollte ich pflegen natürlich, das brauche ich ja noch, aber das bin ich nicht. Und die Weisheit der Sprache sagt es uns ja auch. Die sagt ja, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Was ich habe, kann ich nicht sein. Ja, also, ja, aber wenn ich das habe, was bin ich denn dann? Ja, der Träger. Ja, ich bin das, was man mit menschlichen, physischen Augen nicht sehen kann, weil ich in einer anderen Frequenz schwinge, die das menschliche Auge nicht sichtbar machen kann. Aber ich bin natürlich viel mehr Wirklichkeit als der Körper. Jeder von uns. Das haben Sie so schön erklärt. Es hilft bestimmt vielen Menschen. Sie merken auch, es ergreift mich. Also es kommt so dieses... Es erinnert. Es erinnert, okay. Also dann kann ich mir auch gut erklären, warum mich manche Dinge so ergreifen, weil ich mich erinnere. Und manche Worte, wenn ich höre, die machen dieses Gefühl mit mir. Also ich glaube, das ist schön, wenn man sagt, das ist Erinnern. Manche Worte bestehen nur aus Information und die interessieren nur den Verstand. Ja. Und andere berühren ganz tief innen drin und streicheln die Seele. Deswegen, Verzeihung, es berührt mich sehr. Wunderbar. Ja. Dann habe ich bewegend gesprochen. Genau, haben Sie. Das, was auch noch in meinen Worten jetzt häufiger vorkommt, ist das Universum. Ich habe früher vielleicht nur bedingt gesagt, der Himmel ist oben und habe gar nicht so drüber hinweg geschaut. Wie kann ich mich denn mit Vertrauen vom Universum führen lassen? Also erstens einmal brauchen Sie sich nicht führen lassen. Gott lässt sich nicht führen. Okay. Ja, sondern solange Sie in der Illusion leben, ein Mensch zu sein, wissen Sie, spüren Sie, ich bin nicht vollkommen, ich bin nicht allmächtig, ich kann nicht alles, was ich möchte, ich weiß nicht alles, ich brauchte jemanden, der mir sagt, wie das hier funktioniert. Da brauche ich jemanden, der mich an der Hand nimmt. Da bin ich noch geistig ein Kind. Okay. Wenn ich aber zu mir selbst erwacht bin, ja, selbst wenn ich Gott bitte, lieber Gott, mach, dass meine Schwiegermutter am Wochenende nicht zu Besuch kommt oder was ein Ego eben bewegen mag, ja, dann würde Gott sagen, hör mal, komm jetzt nicht zu mir, ich habe dir Schöpferkraft gegeben, du bist ein Teil von mir, du kannst alles, was ich auch kann. Also hör auf rumzujammern und ändere die Dinge, die sein sollen. Also
der wichtigste Schritt im Leben ist der, aufzuwachen und zu erkennen, wer ich wirklich bin. Und aufzuhören, in der Illusion zu leben, ein Mensch zu sein. Das ist wie, wenn ich sonntags in den Zoo gehe, dann werde ich ja auch nicht zum Affen, sondern ich bin der Besucher, der sich das ansieht und am Ende gehe ich wieder nach Hause. Und genauso ist das, was wir ein Leben nennen. Ein Leben ist gar nichts, es ist ein winziger Ausschnitt aus unserem ewigen Sein. Wir haben vorher gelebt, wir leben während der Schulzeit. Und wenn wir am Ende der Schulzeit nach Hause gehen, leben wir, dann geht es ja erst richtig los. Dann haben wir was Neues erfahren und dann können wir reicher, bewusster leben. Sie haben auch so schön zu Beginn gesagt, dass Sie einfach in diesem Jetzt leben. Und wie schaffen wir das denn, dass wir jetzt nicht an morgen oder an gestern denken, sondern vielleicht haben wir da auch einen ganz guten Tipp, im Jetzt zu sein. Indem Sie sich fragen, wer denkt denn an morgen oder gestern? Das ist der Verstand. Und der kann nichts anderes, der macht das weiter. Wenn Sie versuchen, dem das abzugewöhnen, das geht nicht, keine Chance. Okay. Ja? Aber Sie ziehen einfach den Stecker der Identifikation. Sodass sie sagen, mein Freund, der Verstand, der macht sich Sorgen über die Zukunft und ist traurig, dass er in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht hat. Aber ich, Bewusstsein, ich lebe im Jetzt, weil Leben ist nur jetzt. Ich kann nicht vorhin leben. Ich kann auch nicht nachher leben. Der Verstand macht das dauernd. Der treibt sich in der Vergangenheit rum oder in der Zukunft. Der ist ganz selten in der Gegenwart. Aber Bewusstsein ist nur in der Gegenwart. Und dann merkt es ja, Leben ist ja nur hier. Also wenn ich etwas ändern will, dann kann ich das nur hier ändern. Wenn ich etwas erfahren, erleben will, geht das auch nur im Jetzt. Das heißt, wir alle leben ständig im Jetzt. Auch die, die schlafen, sind im Jetzt. Die schlafen jetzt, ja, ganz klar. Aber sie wissen es eben nicht. Sie sind in der Illusion der Zeit. Denn Zeit ist eine Illusion. Zeit ist nur eine besondere Betrachtungsweise des Verstandes. Die gibt es nicht wirklich. Der Verstand kann aber Zeit nicht erfassen. Deswegen, damit er eine Orientierung hat, teilt er das ein in also Zeit, die vergangen ist, Vergangenheit, Zeit der Gegenwart. Wie lange ist Gegenwart? Die hat keine Zeit. Ja, die hat nicht mal eine Millisekunde, die ist, ja, in dem Moment, wo sie ist ja auch schon Vergangenheit wieder. Und deswegen, viele Völker haben gar kein Wort für Gegenwart. Die kennen nur Vergangenheit oder Zukunft. Das heißt also, die Zukunft klappt direkt in die Vergangenheit, wenn sie vorbei ist. Ja? Und da gibt es nur das Vorhin und Nachher. Aber da gibt es nicht das Jetzt. Aber das Jetzt ist das Entscheidende. Jetzt ist das, wo Leben geschieht. Bleibt eigentlich gar nichts mehr zu fragen. Sie haben alles beantwortet. Dann fragen wir nicht, wo schauen wir mal hin? Wo schauen wir hin? Ja. Ja, jetzt können wir nicht in die Zukunft schauen. Warum nicht? Können wir? Natürlich. Wie sehen Sie jetzt die Zeit, die jetzt so begonnen hat? Wie können jetzt die Menschen, können sie die Zeit nutzen, mehr zu erwachen? Finden Sie die Zeit jetzt gerade sehr aufregend? Ich finde jedes Jetzt sehr aufregend, weil, das müssen wir uns auch bewusst machen, dieser Augenblick jetzt, den wir gerade erleben, der war noch nie. Die Schöpfung besteht seit etwa 15 Milliarden Jahren, sagen die Wissenschaftler. Und sie besteht wahrscheinlich auch noch 15 Milliarden Jahre. Aber jedes Jetzt ist absolut einmalig. Das von eben, das ist gerade schon vorbei. Aber jetzt haben wir ein neues Jetzt. Ja? Das heißt also, ich erlebe ganz bewusst das Leben als ewige Premiere im Jetzt. So, und wie können wir das machen, uns daran zu erinnern? Ja, ganz einfach, wenn ich mich daran erinnere, wer ich bin. Der Mensch als in der Illusion lebt auch in der Illusion der Zeit. Der kommt da nicht raus. Das ist die Matrix. Aber Bewusstsein ist nicht in der Zeit. Bewusstsein lebt im Jetzt und muss da nicht.
nicht ins Jetzt komme, weil ich ja die ganze Zeit drin bin. Ich kann ja nicht das herbeiführen, was schon ist. Also es ist nur ein Erinnern. Möchten Sie noch wohin schauen? Möchten Sie noch was anschauen? Möchten wir noch über was sprechen? Was Sie im Jetzt erleben wollen, anschauen wollen, für mich ist ja immer Premiere. Ja, für mich ist das immer neu. Also ich muss nirgendwo hin, sondern ich bleibe bewusst jetzt und genieße das Jetzt, lehne mich zurück und erfahre das ewig neue Jetzt.